Herzlich willkommen in der Last Minute Man's Kitchen. In diesem Video seht ihr, wie man einen kompletten Kopfabdruck mit Cobra Cast machen kann. Als Modell habe ich den Boris. Boris ist der Kopf von Cast for Art und darum verewigen wir diesen auch gleich mal mit Hilfe seines Materials. Zur Vorbereitung habe ich seine Haare mit etwas Frischhaltefolie eingepackt. Gegebenenfalls kann man auch Augenbrauen und Bart etwas eincremen, um sicherzugehen, dass dort nichts kleben bleibt. Zuerst legen wir einen Streifen Cobra Cast von der Stirn bis zum Nacken. Es ist gut, dass die Person, die abgeformt wird, ein bisschen mit anpackt, gerade wenn man an empfindliche Stellen wie Augen, Mund und Ohren kommt. Zudem macht es die ganze Sache einfacher. Dann legen wir einen Streifen jeweils rechts und links horizontal von der Stirn zum Hinterkopf und verbinden alle miteinander. Wenn man etwas Erfahrung mit dem Material hat, sollte das auch gut mit einem Stück funktionieren, das man komplett um den Kopf wickelt. Zur weiteren Stabilisierung wird auch noch um den Hals ein Streifen gelegt. Cobra Cast Art kann man auf verschiedene Arten erhitzen. Für diesen Abdruck benutzen wir einen Heißföhn, aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie zum Beispiel heißes Wasser. Am Ende des Beitrags findet ihr einen Link zum Video mit den Grundlagen zum Cast. Wenn man einen Heißföhn benutzt, ist es auch immer wichtig, eine Schale mit Wasser in der Nähe zu haben, in der man seine Finger anfeuchten kann. Mit den angefeuchteten Fingern kann man den Cast besser glatt streichen, ohne dass er klebt. Solltet ihr ohne das Anfeuchten arbeiten, werden die Finger schnell klebrig und ihr zieht den Cast wieder vom Untergrund ab. Wenn man bemerkt, dass die Fixierstreifen etwas locker werden, während man die weiteren Streifen anbringt, einfach die lockeren Streifen durchschneiden und mit einem kleinen Stück Cast wieder spannen und fixieren. Wenn ihr noch nicht so oft mit dem Cast gearbeitet habt, ist es einfacher, einen 3 cm breiten Streifen weiterzuarbeiten. Solltet ihr schon Erfahrung haben, dann könnt ihr auch die Seiten des Kopfes oval ausschneiden und als einzelnes die Seiten schließen. Denkt immer daran, dass ihr den Cast, sollte er nicht richtig sitzen, wieder entfernen müsst, da ihr ihn am Kopf schlecht wieder erhitzen könnt, gegebenenfalls aber vorsichtig mit einem Haushaltsföhn. Für die Abformung sollte man ca. 45 Minuten einplanen, wenn man zum ersten Mal mit dem Material arbeitet. Überschüssigen Cast kann man später mit einem Cutter entfernen, wenn man den Kopf mit Bauschaum aufgefüllt hat. So bekommt man ein gutes, maßgerechtes Ergebnis, obwohl man nur eine Negativform erstellt hat. Das heißt, man gießt nicht nochmal eine Masse hinein, wie bei Gips, Alginat oder Silikonform, sondern kann gleich mit diesem Abdruck arbeiten. Am angenehmsten ist es, wenn ihr weiter von hinten nach vorne arbeitet, weil dabei Mund, Nase und Augen am längsten offen bleiben. Arbeitet erst bis hinter dem Ohr und dann noch einen Streifen davor. Fürs Ohr selbst nehmt Streifen in 1 cm Breite, damit seid ihr flexibler und kommt besser in die Windungen vom Ohr. Leider habe ich das Einpacken des Ohrs mit dem Cast nicht auf Video.
Wenn ihr das Kinn anfangt, erst vom Hals bis zur Vorderkante arbeiten und den Cast dort halten, bis er fest ist. Einen Streifen über den Nasenrücken legen, der ist später hilfreich, wenn man den Mundbereich verbindet. Dann weiter das Kinn einpacken. Wenn ihr die Spitze als letztes macht, ist es einfacher und ihr bekommt die Rundung besser hin. Bedeckt die Wange mit 1 oder 2 Teilen, bis nur noch die Lippen und die Nasenlöcher offen sind, und legt einen schmalen Streifen über die Oberlippe. Dann nehmt einen Streifen, der breit genug ist, dass ihr ihn nicht ausdehnen müsst, um die Lippen zu bedecken, damit er sich gut um sie legt, und klebt ihn an Kinn und der Oberlippe fest. Dann sollte das Modell selbst das Anformen übernehmen. Sobald der Cast fest ist, kann man wieder durch den Mund atmen und reden. Auf dieselbe Weise geht man auch bei den Augen vor. Dann nur noch die Nasenlöcher eincasten und man kann die Person wieder herauslösen. Da man durch den Cast gut atmen kann, hat das Modell auch keine Atemnot, wie es bei Gipsabformungen vorkommen kann. Um den Kopf aus dem Cast zu bekommen, schneidet die Hinterseite bis zur Stirn auf. Am besten geht das, wenn man eine medizinische Schere oder eine Nagelschere benutzt. Seid dabei nur sehr vorsichtig und zieht den Cast etwas vom Kopf ab und macht dabei kleine Schnitte, damit ihr die Person nicht mit der Spitze der Schere verletzt oder in die Haare schneidet. Manch einer könnte darüber nicht erfreut sein. Den Cast kann man so weit auseinanderziehen, dass es kein Problem damit gibt, den Kopf herauszulösen. Selbst bei den Ohren nicht. Somit ist der Boris befreit und seine Haut klebt auch noch an seinem Gesicht und nicht im Cast fest. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen und es folgen noch einige zur Weiterbearbeitung mit Bauschaum und Leim. Jetzt erscheinen noch die Links und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Cast. Euer Last Minivan. Jupiter.